Also wenn du Quests machst, dann immer nur mit 8 Chars zeitgleich, weil sonst ist es komplette Zeitverschwendung. Die Frage ist quasi nur questen oder nicht questen. Nicht wer questet, sondern einfach nur questen oder nicht questen. Wenn du questest, nur mit 8 Chars zeitgleich. Entweder hast du den falschen Job, Gestor, oder du musst irgendwohin auswandern, wo es niemals über 25 Grad warm wird. Keine Ahnung. In das Herz meiner Ex-Frau. Zum Beispiel. Viele, die du siehst, pullen einen Haufen an Mobs und dann hauen sie die runter. Ja, aber so spielt man HNR nicht. Außer Psykeeper. Psykeeper muss so spielen, weil er kein Damage over Time hat. Aber warum sollst du Elementor so spielen? Quite frankly, das ist einfach falsch. Jetzt sind Monster weggelaufen. Little bit of a misplay. Und Link Attack abgelaufen. Trotzdem spielen so viele Alice so. Ja, aber das ist halt einfach... Wenn du mich fragst, das ist einfach dumm. Ist ja auch kein Front an irgendjemanden. Aber der stärkste Skin in Elementor hat ist einfach Poison Cloud. Und wenn du eine AOE pulst und dann tötest du sie sofort, dann benutzt du Poison Cloud im Endeffekt nicht. Und gut, was du dann machen kannst, ist voll auf Burning Field gehen. Aber Burning Field ist halt nicht so gut wie Poison Cloud. Das ist halt nur fast so gut, aber nicht genauso gut. Du lässt einfach eine Menge Damage liegen und tötest wesentlich weniger Monster, als du töten könntest. Also warum sollte man das tun? Ich wohne auch im Süden, Reonan. Ich wohne im Süden von Bayern. Sehr viel südlicher kann man nicht wohnen als ich, Sir. Ich bin quasi halber Italiener. Ich wohne so tief im Süden, ich bin halber Italiener. Scheiß drauf, dass da noch Österreich dazwischen liegt. Einfach drauf scheißen. Halber Italiener. Mamma mia. Ach, du bist ein Österreicher? Oh. Mein Beileid. Mein aufrichtiges Beileid. Unter welchen Umständen würde ich OnlyFans machen? Also erstmal müsste ich durchtrainiert sein. So, Schocker, ich weiß, es wird jetzt ein Schocker für dich, Wieland, aber bin ich nicht. Schocker, ich weiß, Schocker. Jetzt jeder so tun, als wärt ihr überrascht. Und ja. Außerdem darf man nicht vergessen, die meisten Leute hassen eigentlich MMOs. Wenn MMOs so beliebt wären, vollkommen egal, wer sie macht, wären sie ja nicht so auf dem absteigenden Ast. Also, nicht MMOs, MMORPGs. Besser gesagt. Meine, literally die beliebtesten Spiele sind Minecraft, League of Legends, Fortnite, vielleicht Counter-Strike, Valorant. Kein einziges MMO ist oben. Kein einziges MMO ist auch nur in der Nähe der beliebtesten Videospiele der letzten 10 Jahre. Einfach keins. Höchstens WoW. Und vielleicht Final Fantasy kurz dahinter. Aber das sind die einzigen beiden. Sonst einfach keins. Alle anderen sind way behind. Also ein einziges MMO, das ansatzweise mithalten kann. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, WoW kann nicht mal ansatzweise mit League of Legends oder Fortnite mithalten. Also wie kommen die Leute darauf, dass nur weil Riot ein MMORPG macht, dass das dann plötzlich die Welt verändern wird und alle wieder auf MMORPGs stehen? Wird nicht passieren.
Also heißt nicht, dass es schlecht wird, es heißt nur, es wird garantiert nicht erfolgreicher als League of Legends oder so. 1000%ig nicht. Weil die Leute einfach keine MMOs spielen. Mehr. MMORPGs, wie gesagt. Ich habe mich gerade verschluckt und bin jetzt übelst am Husten. Der Grind muss aber weitergehen. Bei mir wurde gerade eingebrochen und ich wurde abgestochen, aber der Grind muss weitergehen. Oder so. Ein 5-faches Level-Up. Es ist doch nur eine 5-fache Level-Up-Nation. Und boom! Und leider kein Level-Up. Und boom! 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 Oh, boom! 112, Baby, let's go. Sieht schon episch aus, wenn alle zeitgleich Level-Up haben. Du willst wissen, ob ich Anime schaue und was ich empfehlen kann, Daniel? Boku no Pico soll ganz gut sein. Das ist so ein All-Time-Classic, habe ich gehört. Sehr einsteigerfreundlich bei Anime. Er sieht cool aus. Es ist echt schade. Weil ich finde, der Aatrox-Spawn sieht am coolsten aus von ganz Coral Island. Rein optisch vielleicht sogar einer der coolsten Spawns in ganz Flife. Weil er erinnert mich ein bisschen an Kabal Online. Einfach so düster, so ein bisschen... Ja, jetzt nicht so Goth-mäßig, aber schon so ein bisschen düsteres Setting. Also was ganz anderes, was eigentlich so zu Flife gar nicht so passt oder was man so mit Flife gar nicht verbindet. So ein Dschungel. Und dann haben sie es einfach voll verkackt, leider. Echt schade. Rein optisch einer der coolsten Spawns im Game eigentlich. Vom Design her. Praktisch einer der beschissensten Spawns im ganzen Game. Spawns. Du bist mega stolz auf deine M, siehst cool aus. Das war schon immer das Wichtigste in Flife, cool aussehen. Was kaufe ich mir als nächstes? Ein Set mit 28% ATK und 2 Bloody Äxte plus 10? Oder eine Freestyler-Suit und Cactus Hair Silver? Was sagst du, Mr. Geldbeutel? Kauf dir die Freestyler-Suit und das Cactus Hair Silver. Aber wirklich, Mr. Geldbeutel, bist du dir da ganz sicher? Ja, wirklich, kaufst dir, dann bist du der Coolste. Okay, na dann mache ich das. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Snowboarder und Cat Ear? Na, Snowboarder hat man mit Rudolph Head getragen. Snowboarder, Rudolph Head, Bloody Axe, Bloody Sword.